Ja, lange hat es gedauert, liebe Freunde. Nun ist er endlich auf den Gleisen von Wild City angekommen. Der neue Personenzug 60337 ist hier angekommen. Und ja, ich bin nicht ganz zufrieden mit eurer Wahl, aber ihr wolltet Rita wieder mal als Zugführerin engagieren. Jetzt haben wir den Salat. Willkommen, Rita. Nachdem ich diese Nominierung natürlich ernst nehme, habe ich mir einen Zugfahrerhut geholt. Auf jeden Fall wurde mir als dieser verkauft. Und habe mich schon positioniert und bin bereit für alle Schandtaten. Ja, jetzt red nicht so viel, lass lieber einen Zug fahren, den die Leute sehen wollen. Und dann wünsche ich uns und euch natürlich viel Spaß. Bahnsteig 1, bitte losfahren. Das sieht jetzt so aus wie ein gestagter Trick, aber Rita, du musst bitte die, du weißt die Fernbedienung nehmen. Ach so. Der Zug fährt nicht auf 9 Volt, nein. Ich habe schon gedacht, das ist nicht eingesteckt. Es ist auch nicht eingesteckt. Ja, schalt mal die Fernbedienung ein und schauen wir, ob er geht. Ihr seht, Rita ist wirklich, also das haben wir nicht vorbereitet gehabt. Leuchtet's? Ich dachte, du baust alle Züge auf 9 Rita, Volt um, weil du hast ja 9 Volt Schiene. Ihr seht, warum ich so ungern Zugvideos mit Rita mache. Das funktioniert hier überhaupt nicht. Wo ich gerade bei nicht funktionieren bin. Ich glaube, deine Fernbedienung funktioniert auch nicht. Und zwar ist diese hier die richtige. Wir haben ja hier schon so viele herumliegen, dass wir schon gar nicht mehr wissen, wo welcher Zug gesteuert wird. Aber wenn ich mich nicht täusche, hier ist das hier... Moment, wir melden uns gleich wieder. Ich möchte noch mal kurz meine Enttäuschung ausdrücken, dass dieser Zug noch nicht auf 9 Volt umgestellt ist. Ich bin es schon so gewohnt, dass ich hier stehen muss. Mit dieser Fernsteuerung bin ich ja flexibel, das bin ich gar nicht gewohnt. Aber gut, das soll uns nicht aufhalten, denn ich bin sicher auch so eine super Zugführerin. Deshalb würde ich sagen, wir lassen diesen wunderbaren Zug, leider kein 9 Volt, durch die Stadt fahren. Bevor du Gas gibst, klick mal bei der rechten Fernsteuerung auf Plus, bitte. Ja, ein paar Mal noch. Ja, nochmal. Nochmal. Aus, oder? Dann habt ihr nämlich das Licht auch eingeschaltet und wir wissen jetzt auch, wie man das ein- und ausschaltet, nämlich auf dem zweiten Controllerplatz Plus und Minus, dann kann man das Licht ein- und ausschalten. Jetzt seht ihr ihn noch besser. Darf ich was dazu sagen? Bei der App, wo wir es zu Hause ausprobiert haben, gab es nur 2 Helligkeitsstufen. Hier gibt es auf jeden Fall mehrere. Ja. Einige mehr. Fahr jetzt, weil sonst ist schon das Video fast vorbei und es ist der Zug noch keinen Zentimeter weit gefahren. Ja, die Leute sind noch am Einsteigen. Die Leute, die das Video anschauen, werden sich bald denken, was das für ein Zugvideo sein soll. Bitte einsteigen, bitte nicht mehr einsteigen, bitte nicht mehr einsteigen. Treten Sie zurück. Bitte nicht mehr einsteigen, die Türen gehen leider nicht zu. Hinweis aufs 9-Euro-Ticket. Ein Zugvideo allein ohne Rita. So, Türen sind geschlossen. Schreibt bitte in die Kommentare, dass ihr sie nicht mehr bei einem Zugvideo sehen wollt. Zug fährt durch. So, wir schauen jetzt, das ist die erste Runde hier mit unserem neuen Zug. Wir werden natürlich schauen, Rita ist am Steuer, was keine gute Idee ist. Und wir schauen mal, wie er sich so macht. Er fährt auf jeden Fall hier schon mal ganz ruhig die Anlage entlang. Jetzt die hier sehr geschwungene den Güterbahnhofsbereich. Hier an der Brücke, biegt sich schon ganz schön durch. Und er kommt auch durch den Tunnel durch. Das war ja immer wieder das Problem bei vielen Zügen in der letzten Zeit. Der hat zwar sehr lange Waggons, aber es scheint zu funktionieren, was mich sehr freut. Und jetzt ein kritischer Bereich. Ja, ich habe mir es gedacht, hier bei dieser Garage ist er natürlich ein bisschen dagegen gefahren, was an der langen Schnauze liegt. Aber jetzt sehen wir ihn natürlich wieder nicht. Bitte, Rita, fahren Sie in den Bahnhof ein und dann gehen wir mal eine ganze Runde mit. Oh. Ich habe leider auf den falschen Knopf gedrückt. Ja, hier ist jetzt, das ist auch interessant, das ist uns noch nie passiert, vom Bahnsteig eine Fliese runtergefallen. Ich kletter jetzt mal für euch in eines dieser Montageluken rein oder in eine dieser Montageluken, deutsche Grammatik. Und wir werden dann schauen, was Rita vorhat. Sie ist jetzt, glaube ich, beim Bahnhof, sie ist bei allen Bahnhöfen durchgefahren. Ja, ich wollte eigentlich stehen bleiben beim Hauptbahnhof. Und für alle Passagiere, die aussteigen wollten, tut mir sehr leid. Ich habe auf den grünen Knopf gedrückt in der Mitte, statt auf den roten. Sieht auf jeden Fall cool aus, wenn ihr hier, wir beachten Rita jetzt einfach nicht mehr, das Problem ist, sie hat die Fernbedienung. Mit den Lichtern sieht es cool aus. Und ein cooler Shot, wenn er von unten raufkommt. Ich werde jetzt mal hier rein krabbeln und dann sehen wir uns von dort unten wieder.
So, übrigens, Wild City sieht heute ein bisschen wild aus. Überall wird gebaut. Wir sind gerade noch am Sortieren und Zusammenräumen, aber das stört uns nicht. Zugfahren geht jetzt mal vor. Jetzt fährt Rita wieder rückwärts, aber ich glaube, wir bekommen hier jetzt einen ganz coolen Shot von unserem neuen Zug. Ja, da ist ja auch ein Bahnsteig. Deswegen habe ich mir gedacht, die Leute können dort vielleicht aussteigen, die eigentlich am Hauptplatz aussteigen wollten. Deswegen fahre ich noch mal kurz zurück. Ich habe noch nie einen Zug gesehen, der rückwärts fährt, damit er den versäumten Bahnsteig noch mal anfahren kann. Aber gut. Was mir jetzt auf jeden Fall auffällt, ist, er fährt sehr ruhig. Er fährt ja eigentlich wenig kippelig. Die Waggons hinten sind zwar ein bisschen unruhig, aber das ist nichts im Gegensatz zum Güterzug. Und auch hier beim doch sehr problematischen Teil unserer Anlage, wo viele Unebenheiten sind, weil wir die Bodenplatten zum Teil so ein bisschen zusammengeklemmt haben, schaut er ganz gut aus. Und auch hier bei dieser Brücke, wo uns fast alle Züge immer entgleisen, macht er eine anständige Figur. So, Rita, fahr noch ein bisschen weiter und dann gehe ich mal in die nächste Montageluke. Dann schauen wir uns mal an, was er dort immer so... Oh, ich sehe schon, bei der Garage fehlt ein bisschen. Die Armen, die in der Garage arbeiten. Bekommt man in der Garage eine Gefahrenzulage, wenn man da arbeitet? Ja, also die Leute schweben hier sehr in Lebensgefahr. Das ist schon mal das Problem gewesen bei anderen Zügen. Auch hier, ihr seht von der Wand, hier fehlt schon ein Stück. Ich muss mal schauen, ist das irgendwo reingefallen. Das müssen wir irgendwie anders lösen. Das Problem ist, hier gehen 2 Gleise relativ knapp beim Disney-Schloss vorbei und Rita fährt dann natürlich nochmal, damit alles kaputt ist. Da werden wir mal schauen. Wir haben ja gesagt, wir kaufen uns vielleicht irgendwann mal von FX-Tricks einen anderen Kurvenradius. Den werden wir vielleicht auch hier einbauen. Dann ist das mit dieser Garage kein Problem mehr. Aber natürlich diese lange Schnauze hier, die tut in dieser Kurve ihr Übriges. Dann ist aber auch die Gefahrenzulage weg. Ja, das ist wahr. Ich komme jetzt gleich dort rüber und dann filmen wir von dort nochmal. Einmal geht's noch. Das Schöne, das war eines der ersten Sets, welches ich mir gekauft habe, als ich aus meinen Dark Ages rausgekommen bin. Und Rita zerstört es mutwillig. Sieht auf jeden Fall auch hier sehr nett aus, wenn er durchfährt. Und es ist, soweit ich jetzt gesehen habe, bis auf den einen Crash bei der Garage, einer der wenigen Züge, die durch das gesamte Layout fahren können, ohne irgendwo zu entgleisen. Schöner Hut übrigens, Rita. Du hast gesagt, der Zug sieht so cool aus, wenn er hier steht oder hier fährt. Deswegen, ich fahre noch eine Runde und dann komme ich wieder. Okay. Ist das nicht schön? Ihr seht, Rita interessiert sich auch für Züge. Entschuldigen Sie, wir haben leider wieder den Bahnsteig verpasst. Mit dieser Frau kann man echt kein Video machen. Der Zug ist natürlich sehr lang. Cooler wäre es aber noch mehr, wenn er die doppelte Länge hätte, dass man auch so eine Art Heckwagen hätte, so wie bei der 4511 hier nebenan. Dann wäre er aber natürlich schon sehr lange. Ich weiß nicht, wir haben schon gesehen, ein paar von euch fahren den mit 2. Rita, fahr ruhig ein bisschen. Wir sprechen über den Zug. Ja, die Leute brauchen so lang beim Einsteigen. Ja, okay, na gut. Ich sag schon gar nichts mehr. Es war ein Kinderwagen mit dabei. Und er hat, soweit ich gesehen habe, jetzt gar nichts anderes in der Anlage niedergerissen, was sehr gut ist. Und das ist jetzt wirklich, ohne euch einen Blödsinn zu erzählen, gut, der Trick vorher mit dem 9 Volt Trafo war ein bisschen ausgemacht. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. So gute Schauspieler sind wir dann auch wieder nicht. Aber das ist die erste Fahrt dieses Zuges hier auf der Anlage und er macht wirklich eine verhältnismäßig gute Figur. Jetzt schauen wir nochmal, wenn er hier in die Innenstadt reinkommt. Oh, jetzt ist irgendwas. Hat der Christoph verschrien. Schauen wir mal mit euch mit, was hier passiert ist. Übrigens haben wir auch hier, oder besser gesagt, ich probehalber mal ein paar Gleise verlegt. Ich bin hier am Ausmessen und schauen, was wir hier machen können. Das wird zwar noch ein bisschen dauern, weil wir gesagt haben, wir bauen jetzt zuerst mal auf der Hauptplatte ein bisschen weiter. Oh, und wir haben einen Zug, der hier mitten in den, ich glaube, Grimaud Place gedonnert ist. Ich weiß nicht, was jetzt hier passiert ist. Auf jeden Fall sieht das gar nicht gut aus. Die Lichter brennen aber noch. Leute, glaube ich, sind auch noch alle in Ordnung. Ich hoffe zumindest. Wir werden den jetzt mal bergen und dann schauen wir noch, ob wir ihn noch mal filmen können, wenn er fährt. Da ist doch was umgefallen. Aber nicht in der Winkelgasse, in der Winkelgasse, nicht in Grimaud Place. Ja, also und ich glaube, die Leute, die am Tisch gesessen sind im Grimaud Place, noch ist hier einiges Blech kaputt dabei. geworden. Ja, okay, dann macht er doch mehr kaputt, als wir geglaubt haben.
Top, die Wette gilt. Beim Reparieren der Winkelgasse, es ist dort doch ein bisschen was zu Bruch gegangen. Keine Ahnung, ob das jedes Mal passiert. Haben wir auch gesehen, dass der Zug das habe ich gar nicht gehört und auch nicht gesehen, einen Steher der Monorailbahn zerstört hat. Und Oder ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Ich habe die Stützen hier der Monorail über dem Zoo wieder mal aufgebaut. Das ist jetzt zwar noch nicht perfekt, aber sie ist, glaube ich, wieder fahrbereit. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal, ob die Monorail noch gute Batterien hat. Und das ist jetzt mehr oder weniger für Rita sowas wie eine Challenge, denn ob sie die Stütze wieder hergerichtet hat, bis die Monorail zu ihr fährt. Wir haben sie jetzt lange, ich glaube, keine Ahnung, sicher ein halbes, wenn nicht dreiviertel Jahr, eigentlich seitdem wir den Zoo umgebaut haben, nicht fahren lassen, weil Rita ja die Schienen alle abgebaut hat, was ich sehr blöd gefunden habe. Ich habe sie heute wieder aufgebaut, auch wenn der Zoo noch gar nicht fertig ist. So, wir sehen jetzt nicht viel, weil wir auf der verkehrten Seite stehen, aber schauen wir mal, ob die Stütze wieder gut gebaut ist. So seht ihr wenigstens auch Rita. Der Zug Rita kam hat die Stütze gut aufgebaut. Eigentlich wollten wir den Zug filmen, nicht die Monorail, aber es ist einfach interessant, jetzt die Monorail auch mal wieder zu sehen. Nach all der Zeit ist ja ein Set, nach dem wir immer wieder mal gefragt werden, weil sie so toll ist, in letzter Zeit exorbitant teuer geworden ist. Ja. Und ob du gut gebaut hast. Schauen wir mal, ob es hier, also hier ist auf jeden Fall noch ein falscher Stein über dem Aquarium montiert, sehe ich, aber es sieht ganz so aus, als würde sie wieder fahren und auch die Batterien halten noch. Und sie fährt hier in die Station. Sieh mal, die bleibt auch nur ganz kurz stehen und fährt dann gleich wieder weiter. Wie soll man da mit Kinderwagen einsteigen? Personenzug. Was sagst denn du zu seiner Performance? Ist er wieder auf der genau gleichen Stelle hängen geblieben bei der Winkelgasse? Ich glaube, der ist ein Anti-Harry Potter-Zug. Ja. Ich glaube, die Hexen und Zauberer haben ihn verwunschen. Ja, weil er nicht der Hogwarts Express ist. Ja, das kann sein. Und weil du so schlecht über den anderen Hogwarts Express geredet hast. Gut, wir reparieren ihn jetzt nochmal und dann schauen wir, ob wir nochmal einen Shot für euch zusammenbringen. Nachdem die Kooperation mit Christoph nicht funktioniert, fahren und filmen wir jetzt einfach mal. Rita spinnt total. Ich glaube auch nicht, dass das am Zug gelegen hat, sondern einfach an ihren schlechten Fahrkünsten, dass der immer beim Harry Potter Bereich entgleist. Bahnsteig 1, Zug fährt ein oder ist eingefahren. Also du kannst ja unseren lieben Zuschauern abschließend noch sagen, was dir am Zug so gefällt und ob er in deinen Augen ein gutes Bild macht hier in Wild City. Naja, da einer meiner Lieblingsteile immer kaputt fährt, bin ich jetzt nicht so ein Fan von dem Zug, muss ich sagen. An sich gefällt er mir aber gut. Ja, ich weiß es nicht. Sehr entscheidend gesagte Worte hier also von meiner Assistentin. Ich weiß es nicht. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr ein Harry Potter Layout habt, eher nicht fahren lassen. Ansonsten fährt er ja gar nicht so schlecht. Und ich habe mir gedacht, mit dieser langen Nase wird es problematischer. Jetzt kommt er da nicht über die Brücke oder was? Wird problematischer, aber es ist ja gar nicht so schlecht. Also ich muss sagen, mir gefällt er wirklich gut, bis auf die eine Geschichte da bei der Garage, wo es Probleme gibt. Aber ich finde, der gehört öfter in Wild City gefahren und ich glaube, den werden wir auch öfter fahren sehen, weil er echt ein schönes Bild abgibt hier und vor allen Dingen, weil er durchs Layout kommt ohne gröbere Probleme. Also mir gefällt auch das Licht vorne sehr gut, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich sehe es und es sieht sehr schlank und sehr sportlich aus, auch sehr schnell, ist ja auch ein Schnellzug. Und jetzt gerade eher super. Ich glaube, den werden wir öfter mal sehen. Ja, Rita gibt wieder so wenig Gas, dass er sich hier mit Ach und Krach durchs Layout quält. Ja, jetzt ist er natürlich bei der Garage wieder gar nicht weitergekommen. Ich habe leider die Fernsteuerung nicht in der Hand. Rita hat keine Fernsteuerung mehr. Gut, wir beenden das Video jetzt, bevor hier noch mehr passiert. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr euch den Zug auch kaufen wollt. Den hat es jetzt ja bei Amazon, glaube ich mal, um ungefähr 100 € wieder gegeben. Für den Preis können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Er fährt wieder.
Ein harter Hund, kann man nicht sagen. Mir gefällt der hier besser als der Güterzug. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Der Güterzug ist für mich eher so, speziell die Lok, irgendwie ein Spielset. Der sieht schon ein bisschen, wenn auch nicht viel, aber ein bisschen nach Modellbau aus. Und ich kann mich sehr gut damit anfreunden. Also von mir gibt es hier grüner Zug, grünes Licht, auch für den Zug, der jetzt natürlich schon wieder beim Bahnsteig durchgefahren ist. Wie könnte es anders sein? Die haben eine Gratisfahrt gebucht, also eine Extrafahrt gebucht. Die wollen gar nicht aussteigen. Wild City mit dem grünen Zug erleben. Das kann vielleicht natürlich ein sein. Biozug oder Ökozug. Rita hat Ideen, ja. Lasst auch Ihre Züge fahren. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde, und wir sehen uns. Wir sehen uns. Tschüssi.